Wie du mit nur wenigen Zutaten dieses super leckere und einfache Pastagericht draußen in der Natur kochen kannst und was du dafür brauchst, zeigen wir dir jetzt in diesem Video. Also, bleib dabei! Und dann willkommen bei Beat Adventure, wir sind's wieder, Basti und Diana. Ja, was haben wir heute vor? Wir sind draußen in der Natur und wollen euch eines unserer Lieblingsrezepte zeigen. Genau, was wir dafür genau brauchen, das zeigen wir euch jetzt. Und zwar brauchen wir einmal 250 Gramm Nudeln, dann etwas Öl, ca. 15 bis 20 Tomaten, eine Knoblauchzehe, ein bisschen Basilikum, je nachdem wie viel man davon möchte, Salz und Pfeffer, Butter und Parmesan und Wasser. Ja, wir werden das Ganze heute mit dem Hovo ganz klassisch kochen, einfach weil wir das total gemütlich finden und so weiter. Ihr könnt es natürlich auch mit jedem anderen Kocher kochen oder auch zu Hause, je nachdem wie ihr Lust halt habt und so. Oder überm Lagerfeuer. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Hovo startklar und dann geht's weiter. Na, verbrennst du dir schon die Finger? Ja, nur ein bisschen. So Freunde, der Hovo ist soweit vorbereitet, brennt so ein bisschen vor sich hin. Als allererstes fangen wir jetzt damit an, dass wir die Nudeln kochen und da haben wir uns das so ein bisschen angeeignet, dass wenn wir draußen unterwegs sind, dass wir auch nur so viel Nudelwasser verwenden, wie wir wirklich brauchen. Wir machen das immer so, dass wir 2 Teile Wasser nehmen und 1 Teil Nudeln. In dem Fall haben wir jetzt 250 Gramm Nudeln und 500 Milliliter Wasser, was wir gleich verwenden werden. Genau, damit geht es jetzt los. So, Basti hat das Nudelwasser jetzt schon mal vorbereitet. Nudeln sind auch schon drin. Wir lassen die jetzt einmal komplett aufkochen. Die lassen wir dann ziehen. In der Zeit werden wir jetzt die Cherrytomaten und Knoblauch schneiden. Genau, wir bereiten das einfach vor, bis die Nudeln halb fertig sind. Und dann braten wir das Ganze in der Pfanne an. Haben wir schon Salz ins Nudelwasser gegeben? Nee, siehst du, das kannst du jetzt auch mal machen. Ja, Salz nehmt ihr einfach ungefähr, sage ich mal jetzt mal, einen Teelöffel. Nicht zu viel. Nicht zu wenig, aber dadurch, dass wir ja so wenig Wasser genommen haben, solltet ihr Pi mal Daumen, wie gesagt, einen Teelöffel nehmen. Ja, Diana schneidet jetzt hier gerade schon mal den Knoblauch, wie ihr seht. Ihr könnt den Knoblauch auch rein theoretisch einfach nur zerdrücken und dann mit hinterher dann in die Pfanne geben, je nachdem, wie ihr halt da Lust drauf habt. Ich versuche ihn zu schneiden mit dem Messer. Ist gar nicht so einfach mit dem Messer, wa? Nee. Eigentlich war ja der Plan, Freunde, ein Stück Butter dazu zu legen. Diana hat einfach den halben Block hier draufgelegt. Ich dachte, das sieht gut aus. Das sieht verfressen aus, aber sind wir vielleicht auch. Wir wechseln das Ganze jetzt einfach einmal aus, stellen die Nudeln beiseite, lassen sie, wie schon gesagt, einmal ziehen. Dann stellen wir die Pfanne drauf. Öl muss da jetzt rein, damit sollte man auch nicht sparen. Warum denn nicht, Diana? Sind wir nicht auf Diät? Nee. Nee. Damit muss man nicht sparen. Oh, was war denn das? Ein bisschen heiß geworden. Ein bisschen heiß geworden, die Pfanne. Ja. Ja, dann muss sie durch. Ich glaube, das reicht. Ja, ist in Ordnung. Ich meine, es muss ja auch ein bisschen Soße ergeben nachher, Genau. ne? Als allererstes machen wir die Tomaten rein. Ja. Der Knoblauch kommt erst ein bisschen später rein, aus dem Grund, dass er schnell verbrennen könnte und dann wird Knoblauch nämlich schnell bitter. Ach, das riecht wirklich gut. Riecht kösterlich, wa? Obwohl es nur Tomaten sind, ne? Obwohl es nur Tomaten sind und ein bisschen Olivenöl. Herrlich. Das ist echt super einfach, aber richtig lecker. Wenn ihr es nachkocht, werdet ihr es schmecken. Ihr werdet es schmecken. Die Tomaten sollen sich danach so schön dann um die Nudeln rumlegen, dass das dann schön so eine Einheit ergibt, ne? Ja. Jetzt können wir auch den Knoblauch dazu machen. Eben mal rein damit und nicht sparsam sein. Und nicht sparsam sein, auf keinen Fall. Sieht so genial aus. Ich würde sagen, jetzt kann auch schon so langsam ein bisschen Salz und Pfeffer dazu, oder? Ja. Achso, soll ich das machen? Ach, tu das mal lieber, nicht zu viel, nicht zu wenig. Nee. Immer so eine Prise, nachdem so ein bisschen abschmecken. Eigentlich ist es schlecht, dass ich rühre, weil ich rühre meistens immer alles aus der Pfanne raus. Das mache ich zu Hause auch immer. Ja. Hey, du zeigst jetzt, was ich probiere heimlich. Ja. Diana probiert jetzt heimlich Ganz super heimlich. die Tomaten. Mit 2-mal Knoblauch. Also mehr Knoblauch als Tomate.
Ich höre richtig, wie wir den Knoblauch zerbeißt. Haben wir schon erwähnt, dass wir Knoblauch eigentlich lieben? Haben wir schon erwähnt, ja? Knoblauch und Chili. Und Chili. So ihr Lieben, die Tomaten, der Knoblauch und Salz und Pfeffer sind soweit jetzt fertig. Haben wir jetzt alles schön so ein bisschen einköcheln lassen, dass das alles schön matschig wird. Herrlich. Die Nudeln sind jetzt soweit auch fertig. Die haben wir jetzt schön ziehen lassen. Da ist zwar noch ein bisschen Flüssigkeit drin, die brauchen wir allerdings. Normalerweise würde man jetzt die Nudeln zu den Tomaten geben, aber unsere Pfanne ist zu klein und deswegen werden wir jetzt das Ganze andersrum machen. Ja, macht aber nichts. Im Endeffekt ist es ja irgendwie dasselbe. Ja. Geben wir das hier schön rein. So, dann kommt das alles nochmal hier auf den Hobo drauf. Und dann werde ich das Ganze erstmal alles schön miteinander vermengen. Oh, das riecht so gut einfach. Das riecht einfach so gut. Und mit dem Knoblauch da drin, ne? So, die restliche Flüssigkeit, die jetzt hier noch von den Nudeln drin ist, die wird jetzt ja, mit dem Ganzen sich verbinden so und dann zieht die restliche Flüssigkeit halt auch noch mit in die Nudeln. Und dann haben wir den ganzen Geschmack, den wir durch die Tomaten haben, mit in den Nudeln drin. So richtig schön lecker. Aber um dem Ganzen jetzt noch so ein bisschen Schmackes zu geben, so ein bisschen Geschmack, werden wir jetzt da gleich noch ein bisschen Butter reinmachen. Durch den Wind ist die komplette Butter voll mit Asche, aber das macht nichts. Asche reinigt den Magen, oder? Ja. Keine Ahnung, ich kratze hier einfach so ein bisschen seitlich weg. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr nicht gesehen? So, einfach hier so ein bisschen mit reingeben. Ist nur ein bisschen schwarz, siehst du das? Ja. Von meinen Fingern, ist das schlimm? Natürlich nicht, Freunde, wir sind draußen in der Natur, da wird ein bisschen Geschmack mit reingegeben. Muss ja noch irgendwas schmecken, muss ja nach draußen schmecken, oder? Ja. So ein bisschen Geschmack von draußen kann da mit rein. So, jetzt werden wir uns hier noch ordentlich was von dem Basilikum abzupfen, würde ich mal sagen. Da macht ihr das am besten auch einfach, je nachdem, wie euch das Ganze schmeckt. Wenn euch kein Basilikum schmeckt, dann lasst ihr ihn halt weg. Wir lieben es aber und deswegen werden wir auch jetzt gar nicht zu wenig von nehmen. So dürfte das reichen. Noch ein bisschen klein machen. So, so. Und dann kommt das Ganze hier rein, nicht daneben. Der Wind will wieder nicht mitspielen. So. So lecker einfach. Das sieht wirklich richtig gut aus. Und wenn man jetzt hier an der Seite das sieht, hier mit der Soße, ja, die ist so richtig schön cremig geworden, ja? Ja. Richtig gut. Genauso soll es auch sein. Essen ist soweit fertig, fast fertig. Das i-Tüpfelchen haben wir noch vergessen, das zeigen wir euch jetzt aber gleich. Ja, und noch ganz wichtig, was hier auf keinen Fall fehlen darf, ist Natürlich der Parmesan. Parmesan. Da haben wir einen ganzen Block dabei, Freunde. Klar. Natürlich nicht fehlen. Es gibt dem Ganzen einfach nochmal so das i-Tüpfelchen, ne? Ja, ne? So, Das ist meine Portion? das ist erstmal deine Portion. Ne, dann muss ich noch mehr haben. Noch mehr? Ne, ja, klar. Also willst du mehr Parmesan als Nudeln? Ne, ja, klar. Wir können es ja nachnehmen, aber guck dir mal den Block an. Der muss ja aufgegessen werden, oder? Sehr gut. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen und falls ihr das Video hier noch nicht gesehen habt, da haben wir den Naturensöhne-Topf gekocht. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Video. Ciao, ciao.